Es ist Sonntag, Zeit für ATV. In diesem ATV erhalten wir eine Menge Informationen durch Chris Roberts. Das Wichtigste zusammengefasst und vorweg. Wenn ihr dieses Video seht, dann ist Alpha 3.3 live ins PU gekommen. Sobald die Live-Setzung erfolgreich durchgeführt wurde, geht 3.3.5 ins PTU. An diesem Patch 3.3.5 gibt es keine Änderungen. Das heißt, Hurston wird mit Lorville ins Spiel kommen. Am Patch 3.4 aber gibt es ein paar Änderungen. Weibliche Spieler-Avatare sind verschoben worden auf 3.5, ebenso wie Arcorp und die Schiffe der 300er-Serie. Das wurde gemacht, weil CRG an den Quartalspatches festhalten möchte und so eine realistische Chance besteht, 3.4 noch vor Weihnachten veröffentlichen zu können. Mehr im Detail gibt es jetzt in diesem ATV. Zu Beginn aber sehen wir das Gewinnervideo des Consolidated Outland Mustang Werbevideo-Wettbewerbs. Das ist ein tolles Wort. Und gewonnen hat das Mr. Hasgaha in Zusammenarbeit mit Yuto Riley. Some stories are worth watching. And every journey has its beginning. Whether it's a quick stop for some fuel and snacks, or out beyond that asteroid belt. Wherever you go, you'll find moments to stare. Beautiful. Efficient. Just enough teeth to get you through a scrape. Let me introduce to you Consolidated Outland's newly redesigned 2948 Mustang Beta. More than a ship, a partner. Consolidated Outland, where risk meets reward. Chris Roberts erzählt zu Beginn, dass es einige gute, aber auch einige schlechte Nachrichten gibt. Die gute Nachricht ist, wie anfangs erwähnt, dass Alpha 3.3 nun live ins PU geht. Der aktuelle Build ist recht stabil und Crashes kommen immer seltener vor. Die Implementierung des Object Container Streamings war ein wenig komplizierter und schwieriger, als CRG sich das vorgestellt hat. Aus diesem Grunde ist man jetzt dem Zeitplan etwas hinterher. Aber das Object Container Streaming funktioniert jetzt zufriedenstellend. Über diese Tatsache ist Chris sehr erfreut, weil es die Grundlage dafür bildet, das Verse nun ausrollen immer größer werden zu lassen. Die schlechte Nachricht ist, wie eingangs auch erwähnt, dass einige Inhalte es aufgrund der Verspätung von 3.3 nicht mehr in den nächsten Quartalspatch 3.4 schaffen werden. Chris erklärt, dass das am Umstand liegt, dass die jeweiligen Patches direkt aus der Spielentwicklung, aus dem Game Dev kommen und immer aus mehreren 100.000 Dateien bestehen mit einem Datenvolumen von rund 2 Terabyte. Diese Dateien müssen dann bereinigt, implementiert und getestet werden, bevor es in die Evocati-Phase geht und dann nach und nach konsolidiert werden, zusammen mit den Spielinhalten aus dem Design, die dann ebenfalls in den Patch implementiert werden. Wie man sich vorstellen kann, ist das eine Menge Arbeit. Arbeit, die in Anbetracht der noch zur Verfügung stehenden Zeit bis zum geplanten Release 3.4 in dem geplanten Umfang nicht mehr geleistet werden kann. Um sich selbst hier etwas Arbeitslast zu nehmen, hat man die Entscheidung getroffen, in diesem Fall ausnahmsweise die technologische Basis von 3.3 beizubehalten, sodass 3.4 im Dezember in diesem Hinblick eigentlich 3.3 bleiben wird, nur eben mit mehr Gameplay und Designinhalten, die dann vor Weihnachten integriert werden. Das ist zum Beispiel der Business District, der Geschäftsstadtteil Lorvilles, sowie die weiteren Verfeinerungen und Verbesserungen am Face-over-IP-System und natürlich die geplanten Schiffe, mit Ausnahme der 300er. Einer der größten Brocken, der entgegen der Annahme nicht nur reiner Designinhalt ist, das sind die weiblichen Spielerfiguren.
Das ist nicht vergleichbar mit einem Schiff, welches ins Spiel integriert wird und dann benutzbar ist. Vielmehr müssen Tausende an Animationen hinzugefügt werden und zum Beispiel auch Längendefinitionen für Arme und Beine. So ist das Rig, das Skelett der weiblichen Spielfiguren, 5,8 Fuß hoch, während die männlichen Rigs 6 Fuß hoch sind. Das heißt, sämtliche Animationen, zum Beispiel um ins Cockpit zu klettern, an Lenkräder und Steuerknüppel zu fassen, Waren aus dem Regal nehmen zu können, müssen entsprechend angepasst werden. Weiterhin müssen natürlich auch Rüstungen und Kleidungen ebenfalls neu ins Spiel integriert werden und auch der Character Customizer, mit dem man seine Spielfigur erstellt und anpasst, muss für diese Option, weibliche Spielcharaktere aussuchen zu können, komplett neu erstellt werden. Jetzt versteht man auch, dass ein sehr großer Anteil an Fachabteilungen und Fachkräften notwendig ist, um so etwas scheinbar Einfaches wie eine neue Spielerfigur ins Spiel zu implementieren. Es bedeutet einen riesigen Aufwand, der bis Weihnachten 2018 nicht mehr zu leisten ist. Der nächste Punkt ist R-Corp. Das ist nicht nur ein neuer Planet, sondern bedeutet auch neue Technologien und Verbesserungen der zugrunde liegenden Werkzeuge, die zur Planetenerstellung entwickelt worden sind. Hierfür werden neue Shader und LODs, Level of Details, entwickelt. Was das ist, das habe ich in meinem Hurston-Panel erklärt. Wenn ihr das nicht gesehen habt oder euch das nochmal in Erinnerung rufen wollt, klickt gerne hier auf den Link rechts oben und schaut es euch nochmal an. Unter dem Strich, sagt Chris Roberts, ist es aber okay, weil eine Menge Hausaufgaben im Rahmen der 3.3-Entwicklung erledigt wurden, die für die Entwicklung und Implementierung von R-Corp notwendig sind, sodass sie am Ende nun weniger Zeit benötigen werden, um diesen Planeten ins Spiel bringen zu können. Im Hinblick auf die Schiffe hat es die 300er-Serie getroffen, die nicht nur umgebaut, sondern komplett neu entwickelt wird. Hier reicht die Zeit einfach nicht mehr aus, um die notwendigen LODs und auch Schadenszustände entwerfen zu können. Sandy Gardiner hakt nun nach, warum CRG erst jetzt diese wichtigen Inhalte verschiebt, bzw. warum die Community erst jetzt darüber informiert wird. Chris erklärt, dass am vergangenen Montag die leitenden Entwickler aufgezeigt haben, dass es nicht mehr möglich sein wird, einen komplett neu entwickelten Build ins Spiel zu bringen, den dann 4 Wochen lang zu stabilisieren und anschließend zum Testen in das PTU zu geben. Wenn alles so ins Spiel kommen soll wie geplant, dann wird es in keinem Fall möglich sein, den geplanten Veröffentlichungstermin einzuhalten. Die Entscheidung war also kein 3.4 am 20. Dezember oder ein 3.4 Lite. Der Silberstreif am Horizont, nach dem Sandy Gardiner nun fragt, ist der, dass Object Container Streaming und Blind Culling nun wirklich laufen. Chris unterstreicht nochmal, dass das ein fundamental wichtiger Schritt war, Star Citizen weiterentwickeln zu können. Sie haben nun die Basis, die Technologien und Werkzeuge, das Spiel zu entwickeln in einer Effizienz, die auch die Wahrscheinlichkeit stark erhöht, dass zukünftige Patch-Releases sicherer zu planen sind. Zum Stichwort Effizienz erzählt er auch, dass sie hier wesentlich besser geworden sind, aufgrund dessen, dass es einzelne Teams gibt, die an jeweils einem Feature, einem Spielinhalt arbeiten. Diese sogenannten Feature-Teams geben nach Fertigstellung ihre Arbeit zum Testen an die Qualitätssicherung. Wenn dann im Anschluss das Feature stabil läuft und die Performance nicht negativ beeinflusst, dann wird dieses Feature zur Implementierung ans Game Dev, die Spielentwicklung, weitergegeben. Die jeweiligen Teamgruppen sind in sogenannte Streams aufgeteilt. Dementsprechend gibt es mehrere Feature-Streams, ein Game Development Stream, einen Release Stream und so weiter. Diese Weise einer separierten Stückchenentwicklung, die trotzdem an definierten Schnittstellen Hand in Hand abläuft, gewährleistet eine stabile Entwicklung, ohne dass Designer zum Beispiel ein Tool der Game Devs, der Spielentwickler, nutzen, um etwas auszuprobieren und dann den ganzen Build destabilisieren oder zum Crashen bringen. Die nächste Sache, auf die sich Chris sehr, sehr freut, das ist die sogenannte Cloud Tech, die Wolkentechnologie, mit der sie unter anderem Gaswolken im Weltraum erstellen können. Jake Mathis und Jake Gainey zeigen uns das zugrunde liegende Cloud Generation Tool. Das Cloud Generation Tool, das Wolkengenerierungstool, das Wolkenerstellungstool,
befindet sich noch in einem frühen Entwicklungsstadium, aber bereits in seinem jetzigen Zustand hilft es den Grafikern, wesentlich schneller volumetrische Wolken zu erstellen, als es bisher der Fall gewesen ist. Hier sehen wir eine einfache Wolkenform. Indem man das Tool nutzt, wird die Silhouette in eine Wolkenform verwandelt. In einem nächsten Schritt wird diese dann zerfasert. Das ist die Schlüsselfunktion, die den Entwicklern in der Vergangenheit viele Kopfschmerzen bereitet hat. Man braucht jetzt keine Monate mehr, um eine Wolke zu entwickeln, sondern kann das in Wochen oder gar Tagen erledigen. Was wir hier sehen, ist das sogenannte Lines and Splines System. Das hilft den Entwicklern dabei, den sogenannten Coil wesentlich organischer wirken zu lassen. Wenn ihr noch nicht allzu lange dabei seid, die Entwicklung von Star Citizen und Squadron 42 zu verfolgen und vielleicht nicht wisst, was der sogenannte Coil ist. Hierzu gab es eine Demo, eine Squadron 42 Demo im Dezember vergangenen Jahres, wo uns eine Mission unter anderem in diesen Coil geführt hat. Den Link zu der von mir übersetzten und moderierten Version blende ich hier rechts oben nochmal ein. In diesem Line- und Spline-System werden auf verzweigte Linien sogenannte Color Noise aufgebracht, Farbrauschen, was, wie man hier sehen kann, in einem definierten Spektrum zerfaserte Farbverläufe sind. Von diesem Punkt aus kommen wir nun zu einer Wolkenform, die wir im nächsten Bild sehen. Aus der zuvor noch kantigen geometrischen Form ist nun eine fluffige, realistisch wirkende Wolke geworden. Abgesehen davon, dass man Wolken nun wesentlich schneller erstellen kann, hilft es auch dabei, dass Grafiker und Designer sich darüber verständigen können, was ihnen gedanklich vorschwebt, indem sie einfach schnell mit Hilfe dieses Werkzeugs das zeigen, was ihnen vorschwebt. Wie gesagt, befindet sich dieses Werkzeug noch am Anfang der Entwicklung und wird noch weiter ausgebaut und in Bestandsentwicklungsumgebungen integriert, um zu vermeiden, dass Grafiker immer wieder neue Programme nutzen und kennenlernen müssen, sondern im besten Fall nur in einer einzigen Entwicklungsumgebung arbeiten können. Jake Gainey zeigt uns nun, wie interessante Orte im Weltraum erstellt werden. Wir sehen hier ein Schiffswrack einer Caterpillar. Auch die Erstellung dieses Ortes wird durch das zuvor vorgestellte Cloud Generation Tool unterstützt. Wie das schnell ins Spiel gebracht wird, das stellt uns Jake hier kurz vor. Er nimmt eine Standard-Wolkenformation und bringt sie auf die gewünschte Größe. So this is our volumetric entity, which is called the gas cloud VDB. And I'm just going to drop one of the stock kind of volumes that the VFX team have made in their tool into the scene and kind of put this in place. And you can see, even though this is the kind of base. Im Moment fehlt hier noch eine Farbinformation. Sobald die Wolke richtig platziert ist, wird dies im nächsten Schritt nachgeholt. Once we've placed this, we can then start to kind of play around with color, which I'll do now. Let's go for something, more towards the kind of the orangey reds. And we can also then play around with the density of it. Nun wird noch die Information der Dichte der Wolke festgelegt. Hier ist alles möglich, von einem leichten Schimmern bis hin zu einem wirklich undurchdringlichen Nebel. Man hat jede Menge Anpassungsmöglichkeiten und das Tolle ist, dass die Entwicklung dieser Wolke direkt im Spiel erfolgen kann. So just drop that guy in there. And you can kind of place them how you want to, scale them up a little bit and create something quite interesting. And I'm just going to drop into the game now and show you how that feels to fly around. So you can see straight away we've gone from something which is in the middle of open space, not much interest. Und schon haben wir einen neuen, interessanten Ort, irgendwo in den Tiefen des Weltraums. Als nächstes zeigt uns Jake noch einige andere Szenarien, die die VFX-Jungs, die Kollegen, die sich um die visuellen Effekte kümmern, mit diesem Werkzeug erstellt haben. Hier kann man sehr schön sehen, wie man nur mit den unterschiedlichen Wolken völlig unterschiedliche visuelle Erlebnisse im Verse erstellen kann. So do stuff which is a little bit softer, more the Star Trek style nebula. It's just kind of color in space really. And you can also then get some quite wacky results from it too. And this is all using the same technology, and you can see from just 3 different examples there how you can craft pretty much 3
quite kind of independent visual space locations. Wow, that looks pretty cool. Yeah, no, it's definitely cool. I mean, it's Chris Roberts freut sich sehr über dieses neue Werkzeug, weil es dabei hilft, Räume im All visuell zu gestalten und vielleicht sogar eine Art Weltraumwetter entwickeln zu können. Im Reverse the Verse diese Woche wird weiter in die verschiedenen CitizenCon-Panels reingeschaut. Diesen Freitag geht Ian Leyland ins Detail bezüglich der Umgebungsentwicklung und spricht mit Jared über Lorville. Und das war's für diese Woche. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch weiterhin einen wunderschönen Sonntag. Cheers. Thank